Die Hannover Messe zieht jedes Jahr mehr und mehr Informatiker an. Denn ohne digitale Dienstleistungen kommt heute kaum noch ein Industrieprodukt aus. Zur Schaffung digitaler Wertschöpfungsketten ist der Austausch von Daten zwischen Unternehmen das Schlüsselelement. Aber wie kann dieses realisiert werden? Der Industrial Data Space setzt genau hier an. Seit 3 Jahren arbeiten 12 Fraunhofer-Institute und über 90 internationale Partner aus Industrie und Forschung an dem neuen Standard für den Datenaustausch zwischen Unternehmen. Die Entwicklung des Industrial Data Space ist begonnen worden, weil wir einfach eine ganz wichtige Anforderung der Digitalisierung erkannt haben, nämlich, dass man die Kontrolle über seine eigenen Daten behalten muss. Wir sehen das hier auf der ganzen Messe. Industrie 4.0 ist das Leitthema und letzten Endes geht es darum, dass ich Daten austausche, dass ich aus Daten neue Erkenntnisse gewinne. Daten sind also ein Rohstoff der digitalen Ökonomie. Dann hat das auch einen Wert. Und wenn ich Daten austauschen möchte, muss ich die Kontrolle über diesen Wert behalten können. Ich muss also souverän agieren können über meine Daten. Und das war für uns als Fraunhofer Auslöser, diese Initiative in die Welt zu rufen, weil es einfach noch nichts gab, was diese Anforderung tatsächlich umgesetzt hat. Es war ganz wichtig, dass wir im ersten Schritt das Problem adressiert haben, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Was bedeuten Daten eigentlich? Was bedeutet Vertrauen im Umgang mit Daten? Was bedeutet auch Sicherheit im Umgang mit Daten? Und was hat es mit dem Begriff der Datensouveränität auf sich? Wir waren uns auch von Anfang an sicher, dass wir neben dieser begrifflichen Klarstellung auch dringend eine Technologie benötigen. Wir brauchen also eine technische Architektur, die Unternehmen dabei hilft, Datensouveränität nicht nur zu begreifen, sondern auch tatsächlich umsetzen zu können. Es ist ganz wichtig, dass wir, nachdem wir in der ersten Phase die Architektur in ihrem Grunddesign entworfen haben und prototypisch realisiert haben, dass wir sie jetzt in die flächendeckende Nutzung bekommen. Dabei ist eine große Herausforderung, dass Daten ja nicht an Landesgrenzen Halt machen. Also wir haben eigentlich ein weltweites Problem und deshalb ist es wichtig, dass wir das Interesse für die Industrial Data Space Initiative von Anfang an auf eine weltweite Basis stellen, schnell viele Mitglieder gewinnen, um möglichst globale Datenwertschöpfungsketten auch umsetzen zu können. Und dazu braucht es verschiedene Akteure, die sich in so einem Ökosystem zusammenschließen. Einerseits diejenigen, die die Daten haben, aber teilen möchten. Andererseits diejenigen, die die Daten benötigen. Aber eben halt auch Softwareanbieter, die diese Architektur dann umsetzen und in ihre eigenen Produkte integrieren. Auf der Hannover Messe präsentierten 3 Fraunhofer-Institute Anwendungsbeispiele des Industrial Data Space. Das wollten sich auch die Forschungsministerin Anja Karliczek, die gemeinsam mit Professor Wolf-Dieter Lukas und Professor Neugebauer den Stand besuchte, und der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer nicht entgehen lassen. Das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST nutzt die Architektur zur Kontrolle und Steuerung der Supply Chain. Wo befinden sich meine Zulieferungen? Ist der Status der Ware voraussichtlich in Ordnung? Werde ich meinen Auftrag rechtzeitig erfüllen können? Das ISST stellt hier den Lightweight Sensor Connector im Industrial Data Space dar, das Daten an eine Cloud, in dem Fall unser Tool Riotana, liefert. Riotana steht für Real-Time IoT Analytics und ermöglicht die echtzeitnahe Verarbeitung von Daten. Das Wichtige ist, dass die Daten ab der Erzeugung bereits in ein Vokabular wie das des Industrial Data Space verpackt sind, denn gerade im Internet of Things werden Daten zunehmend zu einem Wirtschaftsgut. Ich kann damit meine Prozesse optimieren, ich kann aber auch meine Daten beispielsweise weiter vermarkten. Und über diesen Sensor-Connector, den wir implementiert haben, kann man bereits bei der Erzeugung die Daten bereits mit Nutzungsbedingungen beispielsweise ausstatten und eben steuern, an welche Instanzen die Daten geliefert werden. Genau, also das ist jetzt ein Beispiel, wie der Sensor-Connector implementiert sein kann. In dem Fall ist es ein ESP-Mikrocontroller, auf dem die Daten bereits so verpackt werden, dass sie mit Nutzungsbestimmungen ausgerichtet sind. Es können aber auch ganz viele andere Implementierungen sein, beispielsweise Sensoren, die Daten per MQTT versenden, per WLAN typischerweise. Die werden dann in dem Broker von dem Tool Riotana gesammelt und in Echtzeit dann beispielsweise auch mit Algorithmen der künstlichen Intelligenz verarbeitet. Der Trusted Connector des Fraunhofer Instituts für angewandte und integrierte Sicherheit ISAC lässt sich vielfältig einsetzen, ist aber in jedem Fall für besonders kritische Anwendungen konzipiert. Genau, also wir vom Fraunhofer ISAC haben bei uns den Trusted Connector entwickelt.
Es ist ein Software-Stack, der es ermöglicht, auf sichere Art und Weise Daten auszutauschen. Das kann zwischen Unternehmen sein, es kann aber auch zwischen Standorten im selben Unternehmen sein. Und das Wichtigste ist hier, dass es immer auf eine gewisse Vertrauensbasis gelegt ist und deswegen sind wir hier auch im Industrial Data Space der Initiative von Fraunhofer angesiedelt, um so einfach einen sicheren Datenaustausch zu ermöglichen. Der Trusted Connector ist ein Software-Stack, das ermöglicht uns grundsätzlich, den erstmal auf verschiedene Hardware-Plattformen zu portieren. Das heißt, wir können von sehr kleinen Geräten, von einem Raspberry Pi bis auch sehr großen IoT-Gateway-Geräten überall unsere Software-Plattform einsetzen. Wenn die Verbindung zwischen Konnektoren hergestellt wird, können wir zum Beispiel mittels einer Remote Attestation auch feststellen, welche Version des Konnektors auf den verschiedenen Bestandteilen läuft, sodass dann auch zum Beispiel nur sichere Konnektoren miteinander reden oder gewisse Konnektoren auch ausgeschlossen werden, wenn sie ein zu niedriges Sicherheitsniveau hätten. Natürlich ist es so, je kritischer das Umfeld, also gerade wenn wir im Kritis-Umfeld sind, desto notwendiger ist es dann natürlich auf sowas wie Hardware-Sicherheitsanker zurückzugreifen. Also es gibt zum Beispiel Stichwort TPM, Trusted Platform Modules, ist heutzutage in sehr vielen Infrastrukturkomponenten verbaut und diese Komponenten nutzen wir auch gezielt, um zum Beispiel damit komplexe Krypto-Operationen durchzuführen und diese dann für den Datenaustausch zu benutzen. Am Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB wird das Mischen von Flüssigkeiten mit Hilfe des Industrial Data Space überwacht und gegebenenfalls korrigiert. Der Connector oder allgemein der IDS bietet die Möglichkeit, dass Unternehmen wirklich direkt miteinander Daten austauschen können. Es muss keine dritte Instanz dazwischen geben, der ich potenziell ja auch gar nicht vertrauen möchte. Wir haben einen Simulator, der eine Anlage mit unterschiedlichen Mixtanks darstellt und simuliert. Dabei gibt es verschiedene Zulauftanks. Die haben natürlich auch unterschiedliche Flüssigkeitstemperaturen, unterschiedlichen Zulauf, unterschiedlichen Ablauf. Und all diese Daten werden mittels OPC-UA an den IDS-Connector gesendet. Und dieser IDS-Connector ist wiederum mit einem weiteren IDS-Connector über den Industrial Data Space verbunden. Auf der anderen Seite werden diese Daten entgegengenommen und wieder in OPC-UA umgewandelt. OPC-UA ist ein Machine-to-Machine-Datenaustauschprotokoll, das auch ein eigenes Informationsmodell enthält und für die modernen Anwendungen sehr gut geeignet ist, da es eine gewisse Interoperabilität bereitstellt. Hybride Geschäftsmodelle sind die Zukunft der Industrie. Die Fraunhofer Gesellschaft wird die Forschung auf diesem Gebiet auch in den nächsten Jahren vorantreiben und begleiten.